So. Der letzte Zug nach Oklahoma fährt jetzt. Noch sind wir nicht zerflossen. Ich bin ein Backofen. Aber du bist ein Backofen. Mhm. Ja, das ist alles ein Backofen. Ich strahle Wärme ab. Geh weg. Letzter Zug nach Oklahoma. Genau. Es gibt halt, wir sind übrigens die, ihr wisst ne, wer wir sind. Und wir labern hier halt Zeugs über unsere Spiele Piranha Becken TV. Und heute geht's Last Option Walkthrough. Was heißt das? Das heißt, ja, ich komme nicht weiter in einem Spiel. Also wie informiere ich mich am besten? Wie komme ich dann da trotzdem hin, dass ich weiterspielen kann? Ist ja so ein bisschen irgendwie die Spielerehre angekratzt, ne? Wenn man woanders nachguckt. Eigentlich möchte man die Spiele selber, oder ist das irgendwie so ein Ding aus der Vergangenheit? Nee, ich glaube, das ist nach wie vor aktuell. Ja? Und möchte keiner sich den Walkthrough bemühen oder gucken, wie es weitergeht, ne? Ja, doch schon, aber nicht in erster Instanz. Ja? Ne? Ich glaube, erstmal möchte man gerne gucken. Kriegt man's gebacken. Ja, die Gedanken, die einem zuerst in den Kopf schießen, irgendwie, ist das ein Bug? Bin ich zu doof? Oder, Das ist ja. Natürlich ein Bug. Ist immer ein Bug. Ja, oder? Ist doch immer ein Bug. Ja, manchmal ist man einfach nicht drauf gekommen und ja, dann kommt man an einer bestimmten Stelle nicht weiter oder ist sich nicht sicher, wie man es jetzt lösen soll. Und dann bemüht man eben doch. Ja, wen denn eigentlich? Ja. Es gibt einen Unterschied von heute zu früher. Mhm. Ja, und zwar einen ganz signifikanten Unterschied, nämlich das Internet. Das war zwar damals schon im Kommen und hast du nicht gesehen, aber gab es noch nicht wirklich, war nicht wirklich verbreitet. Ja. So, ne, ich sag mal 90er, ne, wo viele von uns angefangen haben, Computer zu spielen, ne, also die älteren Säcke, ne, vielleicht auch vorher schon und so, ne, aber 90er sind schon die Ecke so, die ich meine. Da hattest du die einzige Möglichkeit, deinen Kumpel zu fragen, als Beispiel, ja. Sag mal, bist du schon an der Stelle? Wie komme ich denn da weiter? Das ist aber auch schwierig, dann an der Stelle tatsächlich den Kumpel zu fragen, weil, will ich den echt fragen? Das ist doch eigentlich peinlich, oder? Ja? Ich bin halt, also, wie blöd bist du denn? Du musst einfach nur irgendwie den Faden mit dem Goldzahn kombinieren und dann an die komische Angel hängen und dann da draußen und dann ist dann irgendwie, okay, ja, das ist völlig klar. Oder? Ich weiß nicht, also ich finde immer einen Unterschied, also bei einem Adventure habe ich mich tatsächlich geärgert, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin. Denn es gibt nur eine gewisse Anzahl an Möglichkeiten, Dinge miteinander zu kombinieren an einer bestimmten Stelle und eine davon ist die Lösung und ich weiß das. Und ich komme trotzdem nicht drauf. Ja. Ne? Und dann ärgere ich mich, wenn ich es irgendwie dann erfahre oder gesagt bekomme oder nachgelesen habe und denke, habe ich das Adventure an der Stelle nicht gerafft. Ja. Aber bei so Situationen wie in der Kampfsituation oder beim Jump'n'Run oder sowas, ne, ich komme da einfach nicht drauf. Das muss doch möglich sein, dass ich da drauf komme. Aber das Püppchen fliegt immer wieder in die Lava. Das kann doch nicht sein. Warum ist das jetzt so? Und wie komme ich da hin? Und dann irgendwie, keine Ahnung, gibt mir der Kumpel den Tipp, ja, wenn du hier da vorne links nochmal hüpfst, irgendwie, da ist ein unsichtbarer Stein. Wenn du da dann kommst du da. Ja, das wusste ich nicht. Bin ich nie hingehüpft. Aber wenn der Kumpel schneller ist als man selber, findet man das auch scheiße. Ging mir jedenfalls so. Ein Spiel kommt raus, hier Monkey Island oder sowas, ne? Und alle zocken das und dann kommst du an eine Stelle, wo du nicht weiterkommst und du beißt die Zähne dran aus. Und sein Kumpel, der ist schon längst durch, so, mir hab ich schon längst geschafft. Das findet man scheiße. Also, will man schneller sein als der Kumpel. Wo fragt man dann? Tja, kann man ein bisschen mogeln und sich zum Beispiel ein Lösungsbuch kaufen. Zum Beispiel. Damals war das noch gängig, dass es Lösungsbücher zu Spielen gab. Heute ist das nur noch ganz selten. Kamen die denn auch zusammen mit dem Spiel raus? Dass man schnell genug war? Boah, keine Ahnung. Das ist interessant, ne? Die Lösungsbücher sind ja auch geil, aber die sind auch nicht billig. Das heißt, wenn man ein Spiel gekriegt hat und das gespielt hat und dann dazu das Lösungsbuch, da hat man erstmal seine Kohle auf den Tisch gelegt und wir waren ja damals etwas jünger noch, ja? Da hat man sich das schon dreimal überlegt, ob man ein Lösungsbuch kauft. Mhm. So, ja? Ja. Und bringt sich das an einer schwierigen Stelle tatsächlich weiter? Also deine Jump-and-Run-Einlage würde im Lösungsbuch beispielsweise, ja vielleicht, aber auch nicht, ne? Also Gut, ich habe jetzt nie ein Lösungsbuch für ein Jump'n'Run gekauft, sondern eher für ein Rollenspiel. ja.
Ne? Da hat es tatsächlich aber immer geholfen, wenn das Lösungsbuch gut genug war. Und in den meisten Fällen war es das. Ja. Das war dann so ausführlich, dass jede Situation einmal gelöst da stand. Ne? Also mein Klassiker war, nicht den Kumpel zu fragen, sondern eher zu gucken, wo finde ich denn eine Komplettlösung? Komplettlösung in irgendwelchen Heften gab's, ne? Ja. Auch. So. Das heißt also, du hast immer irgendwie so von PC Player oder Powerplay oder die ganzen Dinger, die es damals gab, irgendwie, die hatten immer irgendwie so eine Rubrik, irgendein Spiel mit den grünen, braunen, keine Ahnung, zum Rausnehmen Seiten für ein gewisses Computerspiel. Mhm. Und die hast du dir dann irgendwo abgeheftet in deine Ordner, Katschunk, ja, und hast dann irgendwo im Schrank den ganzen Driss dann gehabt und so, und dann, wie spielen wir denn jetzt mal? Ach, da ist ja die Komplettlösung. Oder du musstest zum Kumpel, die Scheiße zusammen kopieren und was weiß ich, alle für ein Theater machen, ja. Was ein Aufwand. Der war ein Aufwand, so, ja. Ja, Internet gab's halt noch nicht, so, ne. Und da musstest du tatsächlich irgendwie dir das Ganze, und manchmal stand da auch totaler Müll. Der stimmte teilweise noch nicht mal, ja. Das fand ich auch ärgerlich, wenn einer nicht vernünftig genug recherchiert hat. Ja, oder hat's vergessen. Mhm. Und es steht da nicht. Wieso steht da nicht? Wieso steht das da nicht? Ja, hat er dann übersprungen. Und ich komme dann trotzdem nicht weiter. War also auch nicht vollständig, diese bekackten Walkthroughs damals, diese Komplettlösungen, ja. Obwohl die sich schon sehr bemüht haben. Aber beim Rollenspiel beispielsweise, naja. Naja, dafür Weiß einen man auch Walkthrough nicht so. zu machen, der vollständig ist, ist dann aber auch irgendwie Also ein ein Buch. Walkthrough für Elex zu machen, also Hut ab für die Leute, aber da kommen wir gleich zu, ja. Ja, ja, Entwickler anschreiben. Gibt ja einige Leute, die haben den Entwickler angeschrieben, so, ich komme nicht weiter, was mache ich denn da? So, und dann gab's den Support, der dann zurückgeschrieben hat, ja, du musst einfach nur den Faden mit dem Goldzahn und der Angel da und so. Aber hat man das tatsächlich gemacht? Hast du jemals den Entwickler angeschrieben? Natürlich nicht. Und das steht, ne, und da kommen wir dann doch zur Generation Internet, ne, wenn das da schon 1000-mal im Forum steht, wo das Schwert des Grauens zu finden ist. Ja, Internet gibt's nicht, ne? Wo schickt man das denn hin? Internet gibt's nicht, ist verboten, ne? Wir Piranhas haben jetzt hier Post gekriegt, ja? Ich habe noch nicht bei Und- Piranha Bytes gearbeitet, als es noch kein Internet gab. Haben wir denn überhaupt schon gearbeitet, wo es kein Internet gab? Nein, Nee, ne? nein. Aber wir kriegen trotzdem Post, Auch. ne? Wir kriegen auch Post, wo auch drin steht, irgendwie immer tolles Spiel, aber bla und so weiter. Und die haben wir dann tatsächlich auch beantwortet. So, wir haben den dann geschrieben. Am besten war es natürlich, wenn in diesem Brief die E-Mail-Adresse drin stand. Dann konnte man nämlich einfach die E-Mail-Adresse, das ist natürlich einfacher als einen Brief zu schreiben. Aber wir haben auch Briefe zurückgeschrieben. Mhm. Ja, Briefe hat man geschrieben, so. Ja. Heutzutage schreiben wir keine Briefe mehr zurück, ne? Heutzutage gibt's das Internet. Aber Entschuldigung, das Internet gibt's nicht. Gibt's nicht. Also, kennt ihr das? Ihr habt eine Komplettlösung gehabt oder wie auch immer. Internet, ne? Haben wir jetzt mal und ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Will mich aber nicht spoilern lassen. Dann macht man die Seite da auf, ne, wo die Komplettlösung drin ist so. Und dann blinzelt man, kennt ihr das, ja? Dann blinzelt man so irgendwie so, an welcher Stelle bin ich denn da? Oh, ich will gar nicht so weit lesen. Oh, was, das Spiel hat nur 4 Kapitel? Ja? Hast dich schon gespoilert so, ja? Oder irgendwie, in welchem Segment bin ich denn? Wie, der Tempel ist das Ende des Spiels? Ja? Ist da eigentlich auch schon scheiße. Das will man doch eigentlich nicht, oder? Es gibt viele Leute, die gucken nicht in die Komplettlösung aus Angst davor, sich zu spoilern. Und verdammt nochmal, das ist richtig. Das ging mir auch so. Oder du liest irgendeine Passage, da bin ich doch noch gar nicht, was will ich doch gar nicht sagen. Wie, der ist der Mörder? Weißt du, das ist doch Kacke, oder? Ja, was? Was? An der Stelle kam bei mir das Forum ins Spiel. Ah, Ne? oh. Gängigste und häufigste Variante, um Antworten auf komplizierte Fragen zu bekommen. Das Forum. Damals, tatsächlich wie heute, finde ich dort die meisten Antworten auf komplizierte Fragen. Und das im besten Falle sogar noch auf mehreren Sprachen. Und im Forum haben die Leute nämlich quasi gegenseitig sich Support geleistet. Die es schon gerafft haben, waren stolz und haben denen, die es nicht gerafft haben, irgendwie gesagt, wie sie es gemacht haben. Und diejenigen, die keine Ahnung haben, haben ihre Fragen gestellt und haben dann von irgendwelchen netten Menschen Antworten darauf bekommen, wie sie am einfachsten dahin kommen. Und das ist sehr, sehr umfangreich und ja, löste so manches Lösungsbuch komplett ab. Ja.
bei einigen fleißigen Bienchen da draußen, vielen Dank an dieser Stelle, die haben ganze Almanache erstellt, die umfangreicher und besser waren als so manches Lösungsbuch. Da stand dann alles drin, was man wissen wollte. Ja, Elex-Wiki haben wir, ne? Gothic-Wiki, Mondgesänge, so ein Zeug, Risen, gab es sehr viel. Ja. Ne? Also, das ist schon krass, ne? Und da sind teilweise Sachen dokumentiert, die wir da teilweise sogar nachschlagen. Muss man einfach mal ehrlich sein. Ja. Viele so. Sachen, die wir haben eine Pflanze geplaced, so, ne? So, Pflanze, okay, kein Gras rum, kann man gut sehen, okay, nächste. Die haben wir vergessen. Hier kannst du tatsächlich nachlesen, wo Pflanzen stehen, ja? Bei Mondgesänge zum Beispiel, oder diese, ne? Den Wiki-Seiten. Das ist schon krass, wie gut das dokumentiert ist teilweise. Teilweise auch Maps, die machen dann Karten von Aufenthaltsorten zu irgendwelchen Dingen, die wir zum Beispiel gar nicht gemacht haben. Ne? Und die kann man dann da im Internet, wenn man ein bisschen wurstelt, finden. Und das ist natürlich auch mega brauchbar. Ja. Bemüht man das tatsächlich? Also wenn ich wissen will, wie irgendein Spiel weitergeht, ich in der heutigen Zeit, Björn, heute 2019 im Sommer, ich gucke ein Let's Play. Korrekt. Ich gucke ein Let's Play. Ja. Hatten wir schon mal eine Sendung drüber erzählt oder so, aber es ist tatsächlich so. Ja? Let's Plays sind einfach, wenn sie gut dokumentiert sind, das heißt, also, wenn du gesehen kannst, oh, guck mal hier, der YouTuber hat jetzt hier oder der Streamer oder wer auch immer, hat an der Stelle jetzt die und die Stelle, dann klicke ich da drauf und gucke mir das an. Wo ist der da? Ah, okay, so hat er das gelöst. Alles klar. Dann orientiere ich mich an dem, weil es in Bild und Ton mir erklärt wird, wie es funktioniert. Ja. So, das ist einfach Zucker. Du kannst es nachspielen. Ja, ne? So, wenn man früher irgendwie wie hat Lars Vormann gesagt, wenn man mir vor 5 Jahren gesagt hätte, jemand beim Spielen zu gucken, weißt du, ne, das macht doch keiner oder irgendwie so, ja, und heute ist das tatsächlich sogar ein Business Case, ein Geschäftsmodell. Da können Leute sogar Geld mit verdienen, dass sie tatsächlich zocken und den Leuten zeigen, okay, so funktioniert das Spiel. Habe ich sehr oft bemüht, zum Beispiel bei Unravel. So ein klassisches Spiel, ne? Jump Wie and komme Run. ich denn jetzt darüber? Gucke ich nach und spiele nach, wie jemand anders es gemacht hat. Und weil es linear ist, ist es auch einfach zu finden, die Stelle. Korrekt. Ja, da weißt du ganz genau, das ist der Level, dann spulst du vor, da ist es. Und dann ist es auch egal, wen du nimmst, welchen Streamer oder YouTuber, so, ja. Aber, jetzt ist auch die interessante Frage, die ich mir immer stelle. Wie kommt denn der YouTuber oder der Streamer da drauf, da durchzuspielen? Wo guckt der denn? Guckt der bei anderen Streamern? Oder wie ist das? Man muss ja, wenn du Let's Plays machst, musst du ja ordentlich schnell sein. Wenn ein neues Spiel rauskommt, ne, habe ich schon unheimlich oft gehört. So, wenn ich gerne Reichweite erzeugen möchte als Let's Player, als YouTuber, ja, muss ich das Spiel so schnell wie möglich durchspielen. Weil sonst macht's der Gronk. Und dann gucken alle den. Das heißt, ich müsste eigentlich schneller sein als der bekannteste und so weiter. Dann habe ich wenigstens eine Chance, ja, dass Leute mich gucken, weil ich bin weiter als der. Habe ich schon mal gehört. So. Aber wenn der dann an eine Stelle kommt, die nicht so schnell... Wo guckt der nach? Also ich habe 2 Sachen beobachtet. Das erste ist, die Spieleerfahrung ist so groß, dass die Leute oft selber häufiger drauf kommen als die wenig Spieler. Das heißt, der schafft das schon irgendwie. Das heißt, das sind so gängige Mechanismen. Okay, ich probiere mal die Methode, ich probiere mal die Methode und dann kommen die da schneller hin, meinst du? Ja, okay. Genau, das ist die eine These. Die andere ist, ich habe auch schon gesehen, wie jemand immer wieder dieselbe Szene gespielt hat, so lange, bis er das geschafft hat. Und das kannst du dann auch im Let's Play dir angucken. Ne? Wenn du keinen Bock hast, spulst du dann beim Let's Play jedenfalls vor, bis zu der Stelle, wo er es dann tatsächlich geschafft hat. Ja, aber die Gefahr ist natürlich groß, ne, dass Gronk und Co., also die Großen, dich überholen, wenn du YouTube Let's Plays machst. Oder du machst ein Let's Play irgendwie sehr viel später mit einem Spiel und verkaufst es dann als irgendwie, guck mal hier, Retro, irgendwie. Das kannst du natürlich auch machen, so, aber das ist ja nicht das, was man möchte. Man meistens kommt es ja nicht auf eine Stunde an oder sowas, ne? Ja. Dann haben die ja... ja, vielleicht doch, ich weiß das, ich bin ja kein Experte dafür. Ne? Ich denke dann, du kannst ja unwahrscheinlich viel schneiden und wenn du jetzt die 20 Versuche des Scheiterns nicht mit im Let's Play haben willst, dann schneidest du die einfach raus. Ja. Das heißt, der hat dann irgendwie die ganze Nacht durchgezockt, ja, am nächsten Morgen den Kram zusammengedengelt und das Scheitern rausgeschmissen. Okay. Das wäre eine Variante, aber bei vielen lassen sie es tatsächlich drin, du kannst dir das mit angucken. So, ich habe auch schon oft gehört, Let's Plays wären tot. Ja? Ja gut,
wegen Stream und so. Man guckt ja lieber Streams und so weiter. Aber diese These bezieht sich ja vor allen Dingen auf die Leute, die damit Geld verdienen. Das heißt, wer Berufs-Let's Player werden will, der hat's heutzutage schwer. Ja, aber das heißt ja nicht, dass die es geschafft haben, jetzt alle auch bankrott gehen müssen. Okay. Kann ich nicht beantworten, diese Frage, weil ich das nicht tue und auch nicht wirklich Ahnung davon habe. Aber mich würde mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Wo guckt ihr genau nach, wenn ihr an einer Stelle nicht weiterkommt? Und wen guckt ihr da? Ja, und ist es dann, gerade bei so einem aktuellen Spiel, man hat ein aktuelles Spiel, man hat es gekauft, ja, und da kommt man an einer Stelle nicht weiter und ja, man hat den inneren Schweinehund besiegt und sagt so, ich gucke jetzt nach. Wo guckt ihr nach? Guckt ihr tatsächlich einen Let's Player und wenn ja, welchen? Ja, und ist der dann auch wirklich schneller als ihr? Oder muss man erst irgendwie 2 Tage warten und ruft dann doch den Kumpel an, ja, wie vor 20 Jahren? Das ist die interessante Frage, so, ja. Oder ist es irgendwie, nee, ich kaufe meine Spiele sowieso immer vom Grabbeltisch, da ist sowieso schon alles irgendwie mit Let's Plays und Komplettlösungen überschwemmt, oder wie genau ist das? Das würde mich mal interessieren. Schauen wir mal. Spannende Frage. Ja gut, dann gucken wir mal, ja, was die Community, also ihr, ja, sonst noch so für Fragen hattet. Da ist schon wieder das Bein eingeschlafen. Na sowas. Was macht es? Es leuchtet blau. So, und zwar gibt es noch eine Community-Frage, die lautet, die kann man, glaube ich, gar nicht umfänglich beantworten heute. Mich würde einmal interessieren, in welche Stages eure Projekte nach jahrzehntelanger Erfahrung heutzutage aufgeteilt werden, um Produktivität zu erhöhen und eventuelle Überarbeitungen zu minimieren. Ja, da kann man ja wahrscheinlich Ewigkeiten drüber quatschen. Ja. Zumindest kann man sagen, wir haben unsere Entwicklungszeit so weit optimiert, dass wir heute mit einer normalen 40-Stunden-Woche und einem freien Wochenende so hinkommen, dass wir plus minus 3,5 Jahre etwa entwickeln an einem Titel. Und das haut auch ziemlich genau hin. Und dann gibt es so Sachen wie die Milestones. Da können wir nochmal extra eine Folge zu machen. Was ist das eigentlich? Warum macht man das eigentlich? Und was hat das für einen Zweck? Die wir einhalten müssen, wo bestimmte Bereiche, Teile des Spiels fertig sein müssen. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz grob Phasen, die wir einhalten. Die Designphase, wo erstmal irgendwie geguckt wird, was machen wir eigentlich. Davor kommt noch so ein bisschen die Konzeptionsphase. Dann in der Mitte die Implementationsphase, wo der ganze Kram, den man vorher designt hat, quasi auch tatsächlich zum Spiel wird und gemacht und gebaut wird. Und danach kommt im Grunde genommen dann sowas wie die Testphase und die Bugfixing-Phase, die Marketingphase und irgendwann am Ende dann kommt ein Release und das Spiel kommt auf den Markt. Ganz, ganz grob. Das darf man sich aber nicht so vorstellen, dass irgendwie so, jetzt ist Beta-Phase und so, jetzt ist Alpha-Phase und so, jetzt ist irgendwie, so funktioniert das nicht. Das heißt also Teilbereiche, die müssen auch vorher schon, die haben in sich Milestones. Das heißt irgendwie, man macht so ein Jetpack zum Beispiel für ein Spiel, ja, man baut das Jetpack ein, als rudimentäres Ding irgendwie und testet schon mal mit dem Level, der halbfertig ist. Das halbfertige Jetpack mit dem halbfertigen Level und testet das schon mal. Das macht dann mehrere Stages und ist dann irgendwann in der Mitte des Projektes so weit, dass man sagt, das Feature ist fertig. Mhm. Dann ist der Kampf aber noch lange nicht fertig, da ist die Story noch lange nicht drin. Da ist, ne? Das heißt also, es gibt unterschiedliche Themenbereiche, die auch unterschiedliche Phasen durchlaufen, ja, und man kann es wirklich nur ganz grob sagen, eine Visionsfindung und bla und das und das. Und selbst im letzten Eck des Spiels, wenn das Spiel gemastert wird, ändern sich teilweise noch Dinge, dass man auch Sachen rausschmeißt oder unändert, vereinfacht, vielleicht erst eingebaut hat, irgendwie mit der heißen Nadel und so. Also das ist schon ziemlich abenteuerlich manchmal. Und viele Sachen sind halt Erfahrungswerte. Ja. Ne? Der größte Brocken ist die Implementationsphase. Ja? Wenn hier das Master ist, da kommt das Spiel raus, hast du hier den großen Brocken Produktionsphase. Und ein ziemlich großer Brocken ist Testen, Bugfixen und gucken, was habe ich da eigentlich verbrochen und versuchen, Dinge noch zu retten, die man falsch produziert hat. Mhm, die überschneiden sich dann auch. Die überschneiden sich, Sachen. Ja. Und möglichst klein sollte diese Menge sein an Sachen, wo man sich verrannt hat oder so, ja.
Und man muss dazu sagen, ab und zu haben wir mal was gehabt oder so, aber wenn jetzt irgendwie die Flut der Fragen kommt, irgendwie wo, an welcher Stelle habt ihr euch denn verhaspelt und so, naja, es sind halt immer Kleinigkeiten gewesen. Im Großen und Ganzen hat das immer gut funktioniert. Ja, das heißt, wir haben ein Spiel fertig bekommen. Wir haben es dann auch auf den Markt gebracht und dann kann man es mögen oder auch eben nicht. Und einige Sachen fanden wir gut, andere vielleicht nicht und so. Das sind aber eher so Details und vielleicht noch kleinere Sachen und so weiter. Aber das große Ganze hat eigentlich immer funktioniert. Ja, zumindest kann man sagen, dass wir in den letzten 20 Jahren die Erfahrung haben, ziemlich genau sagen zu können, wie lange etwas denn ungefähr dauert, wenn man es designt. Und das ist ein Erfahrungswert, der halt dazu führt, dass du auch in einer vernünftigen Arbeitszeit cool mit einem vernünftigen Ergebnis arbeiten kannst. Und ja, Gothic 3, falls das jetzt kommt, irgendwie, ja, aber ihr seid ja nicht fertig geworden mit dem Ding, das stimmt. Ja, das hätte noch Zeit gebraucht. Aber aus dieser Zeit haben wir die Erfahrung mitgebracht, so okay, einige Sachen darf man so halt nicht anpacken. Ja. Ne, das muss man verbessern. Das muss man verbessern, weil sonst kriegt wir zu Recht dann auch Haue dafür. Das ist einfach so. Ne? Und deswegen ist es für uns auf jeden Fall unerlässlich, dass beispielsweise Spiel am Ende des Tages weitestgehend von groben Kloppern und Bugs irgendwie befreit ist. So. Natürlich kann man das nicht 100%ig und dann muss man auch noch immer irgendwie nachpatchen und so weiter. Aber das ist uns schon wichtig, dass die Spiele fehlerfrei sind. Ja, weitestgehend. Und das ist so eine Sache. Und da brauchst du die letzte Phase, die sehr wichtig ist, wo alles zusammenkommt irgendwie, um zu gucken, was haben wir da jetzt eigentlich. So, aber sonst ist es irgendwie eine Vorstellung, du putschst mit deinem Kram rum, du hast ja nur einen Teilbereich, den du selber machst. Den Rest, da vertraust du anderen, weil das ist eine Teamarbeit, ganz klar, dass die schon ihre Arbeit hinkriegen und so. Und wenn man sich das große Ganze dann anguckt und denkt, ja gut, okay, der Bereich ist vielleicht jetzt noch ein bisschen Luft nach oben und der ist total gut geworden, aber der zieht alles runter und hin und her, da versucht man halt irgendwie am Ende des Tages die Balance zu finden, dass es dann doch noch irgendwie ein harmonisches, gutes Spiel wird. So, ne? Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, diese Phase. Da kann man Bücher drüber schreiben, so, ne? Aber es gibt halt Erfahrungswerte und manchmal ist halt eine Zigarre einfach eine Zigarre. So. Schlusswort. Oder? Ja. Ja. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir würden uns freuen über eure Kommentare und seid nächste Woche auch wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Bis dann. Macht's gut. So, Luft holen. Immer diese langen Monologe, wenn man auf den Punkt kommen will und nicht kommt und hui, ne, oder? Heute ist aber auch ein Tag, irgendwie da hat man das Gefühl, die Minuten gehen schneller. Das liegt an deinem Gehirn. Ach so, das ist langsamer, meinst du? Absolut. Das kann sein, ja.